Ja, hallo zu unserem neuen Game Lookout. In diesem Video zeigen wir euch die heiß erwarteten Spiele, die im April veröffentlicht werden. Bei Meet Your Maker ist alles Player-Made. Was damit gemeint ist, das Spiel basiert auf der Prämisse, alles von den Spielern selbst erstellen zu lassen. Man spielt also einen Charakter in einer postapokalyptischen Welt, in der Ego-Perspektive. Jedes Level, was man spielt, wurde von anderen SpielerInnen erstellt. Ein bisschen wie Mario Maker also. Beschrieben wird es als Bau- und Überfallspiel in der Ego-Perspektive. Das Spiel wird in 3 Phasen eingeteilt. Erstens, Bauen. Man baut einen Außenposten in einem blockbasierten Building-System aus Fallen, Wachen und labyrinthartigen Gängen, mit dem Ziel, andere Spieler zu zerfetzen und das sogenannte Genma zu beschützen. Zweitens, Überfallen. Nachdem ihr euren Außenposten fertig gebaut habt, kann dieser überfallen werden. Genauso könnt ihr auch andere überfallen und die Gebilde anderer SpielerInnen alleine oder im Korb auf die Probe stellen. Drittens, Aktualisierung. Durch das Überfallen und Verteidigen von Außenposten werden neue Wachen, Fallen und Waffen freigeschaltet, mit denen man sich und seine Basis verbessern kann. Es sieht ganz interessant aus, doch einen vollen Spielpreis wäre uns das nicht wert. Doch das muss jeder für sich selbst entscheiden. Meet Your Maker erscheint am 4.4. für PC, Xbox One, Xbox Series S und X, PS4 und PS5. Man nimmt Street Fighter und fusioniert es mit Guitar Hero. Boom! God of Rock. God of Rock vermengt in spannenden 1 gegen 1 Partien rhythmusorientierte Action mit der Mechanik von Kampfspielen wie Street Fighter oder Mortal Kombat. Es stehen sich immer 2 Kontrahenten gegenüber, welche abwechselnd angreifen. Dabei werden keine Move-Kombis wie in anderen Fighting Games verwendet, sondern eine Mechanik, welche stark an Guitar Hero Teile erinnern. Wer die beste Combo landet oder am längsten keine Fehler macht, haut seinem Gegner gut eins aufs Maul. Dabei können verschiedenste Kombos und Attacken freigeschaltet werden, sogar Ults und Finisher sind dadurch möglich. Als Kämpfer stehen einem eine Handvoll rockiger Helden zur Verfügung, welche alle einen individuellen Rocker-Style haben. Grafisch ist das Spiel auch nicht schlecht, ohne eben mit einem comicbuchartigen Style ein wenig ein Guilty Gear. God of Rock erscheint am 18.04. für PC, Xbox One, Xbox Series S und X, PS5, PS4 und Nintendo Switch. Nachdem uns Mojang vor einigen Jahren mit Minecraft Dungeons beglückte, welches mehr oder weniger erfolgreich war es noch nicht getan und sie kreierten eine neue Fusion. Minecraft Legends. Yay! Oder doch nicht? Minecraft Legends wird ein Action-Strategiespiel, in welchem man die Welt von Minecraft erforscht und seine Armee aufbaut. In der Welt müssen Dörfer befreit werden, um seine Armee zu vergrößern, feindliche Burgen erobert und Portale eingenommen werden. Dabei spielt man einen selbst erstellten Charakter, welcher auf einem Pferd voranreitet und dem seine Armee hinterherläuft. Jedoch haben viele SpielerInnen ein paar Beschwerden. Sie kritisieren, dass der Name Minecraft durch Spiele wie Minecraft Legends nur ausgenutzt werde. Einen kleinen Punkt haben sie da schon, wenn man bedenkt, dass Minecraft Legends nicht nur vom Gameplay, sondern auch von Optik und Charakteren eher weit weg ist. Dass das Spiel nichts mit Minecraft zu tun hat, finden wir, ist dann doch etwas zu weit hergeholt. Ein weiteres Argument wäre, dass sich die Entwickler bei Mojang mehr auf die Weiterentwicklung von Minecraft konzentrieren sollen. Da möchten wir einen großen Irrtum aufklären. Es sind 2 ganz unterschiedliche Entwickler, die an diesen Spielen arbeiten. Das Team, das an Microsoft arbeitet, hat also nichts mit dem Team, das an Minecraft Legends arbeitet, zu tun. Deswegen werden auch nicht irgendwelche Ressourcen verbraucht, nur weil an einem anderen Spiel entwickelt wird. Worüber man sich viel mehr Gedanken machen könnte, wäre, ob der Strategieteil des Spiels genug in die Tiefe gehen wird und so ein wirklich interessantes Spiel erschaffen wird. Sicherlich wird es trotzdem ein unterhaltsames Spiel. Wir sind gespannt, was aus dem Spiel wird. Minecraft Legends kommt am 18.04. auf PC, Xbox One, Xbox Series S und X, PS5, PS4 und Nintendo Switch. Advance Wars 1+2 Reboot Camp comes to Nintendo Switch April 21st. Der Klassiker aus der Game Boy Advanced Era ist in einem neuen Gewand zurück. Es ist ein Remake der ersten beiden Teile der Advance Wars Serie. Advance Wars aus 2001 und Advance Wars 2 Black Hole Rising aus 2003. In diesem Strategiespiel schlüpft man in die Rolle eines taktischen Beraters, der hoffentlich auch bald mit Hand of Blood's Voice Lance ergänzt wird, der Armee von Orange Star und befehligt Truppen in strategischen, rundbasierten Kämpfen. Man bewegt Land-, Luft- und Marineeinheiten über das Schlachtfeld und schaltet gegnerische Gruppen aus. Die Release-Geschichte des Spiels war wirklich ein drunter und drüber.
Das Spiel sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen, wurde dann jedoch aufgrund des Krieges in der Ukraine auf unbestimmte Zeit verschoben. Wahrscheinlich hauptsächlich, weil es eine Fraktion in dem Spiel gibt, die einen doch sehr russischen Stereotype vertritt. Das Spiel liegt also schon seit einem Jahr bei Nintendo fertig herum. Jetzt nach dem Jahr erscheint es endlich am 20.04. für die Nintendo Switch. Nach dem geplanten Release um 2015 und den etlichen Verschiebungen bekommen wir jetzt endlich den zweiten Teil der Zombie-Reihe. Na, wenigstens erhalten wir ihn überhaupt. Hoffen wir, dass es nicht so eine Shitshow wird, wie bei manch anderen Spielen mit so einer Release-History. Watching you CD Red. Zeitlich spielt Dead Island 2 kurz nach den Geschehnissen des ersten Teils in einem abgeriegelten Los Angeles, oder? Grep. Zeitlich spielt es Ich kann's nicht mehr machen. Zeitlich spielt Dead Island 2 kurz nach den Geschehnissen des ersten Teils in einem abgeriegelten Los Angeles. Den Grund kann sich hier wohl jeder denken. Als einer der beiden Hauptcharaktere, Ryan oder Danny, läuft man durch LA und San Francisco und mäht Zombies mit selbstgebauten Waffen und Fähigkeiten nieder. Das Gameplay sieht auch recht ansprechend aus. Es wird zwar anders als der erste Teil sein, jedoch wurden wohl einige Gameplay-Mechaniken übernommen, wie zum Beispiel das Crafting-System der Waffen und Gegenstände. Ein durchweg spannendes Gemetzel soll durch die abwechslungsreichen Waffenmöglichkeiten, Kräften und Zombie-Typen, die man alle mit eigenen Taktiken erlegen muss, gegeben sein. Aber ganz so lustig wird das Gemetzel in Deutschland leider nicht. Also, es wird schon blutig, aber nicht ganz so sehr wie in anderen Ländern. Das Spiel erhält in der deutschen Fassung nämlich eine kleine Zensur. Nichts groß Gameplay verändertes, obwohl irgendwie schon. Wenn wir von Zerschnetzeln reden, meinen wir Zerschnetzeln. Zombies lassen sich nämlich wirklich komplett auseinandernehmen. Kopf ab, Arme ab, Beine ab und diese lassen sich noch in mundgerechte Stücke für den nächsten Zombie schneiden, selbst nachdem der Gegner schon lange tot ist. Deutschland fand das wohl nicht so lecker und beschloss das zu zensieren, jedoch nur bei bereits toten Gegnern. Was? Während tote Gegner nicht weiter bearbeitet werden können, können lebende Zombies immer noch nach Herzenslust zerteilt werden? Es beeinflusst zwar das Spielgeschehen nicht stark, wirft jedoch eine Frage auf. Warum? Nichtsdestotrotz sieht das Spiel wirklich genial aus und wir setzen große Hoffnungen in Dead Island 2. Es erscheint am 21.04. für alle Konsolen, jedoch wird Nintendo mal wieder übergangen. F an die Switch-Spieler. Dieses wundervolle handgezeichnete Metroidvania spielt in dem Fantasieland Engadin. Während Engadin ein entspanntes Schweizer Hochtal mit bergiger Landschaft ist, erkundet man in Engadin Ruinen und Landschaften von steilen Schluchten bis hin zu Vulkanen, Meeren und alten Metropolen. In ihnen entdeckt man Geschichten, die jeden Bereich verbinden und eine verborgene Geschichte um die Wahrheit dieser Welt. Man begegnet fantastischen Kreaturen während seiner Reise, riesigen Bestien, die im Feuer wandern und Geistern, die in der Tiefe komplizierte Labyrinthe umherwandern. Um gegen die verschiedenen Gestalten anzukommen, kämpft man mit einer Vielzahl an Waffen und verschiedenen Spezialangriffen. Das Spiel verspricht auf seiner Steam-Seite viel spielmechanische Abwechslung. Afterimage erscheint am 25.04. für Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series S und X und den PC. In The Last Case of Benedict Fox spielt man den namensgebenden Detektiv Benedict Fox, der mit einem dämonischen Begleiter verbunden ist. Mit ihm tritt er in das Bewusstsein von Opfern ein, um Morde aufzudecken. Man taucht ein in Erinnerungen, Emotionen und Traumata, die alle für Benedict Form annehmen. Es ist ein unglaublich stilistischer Action-Plattformer mit richtigem Metroidvania-Feeling, in dem man abwechslungsreiche Umgebungen erkundet. Der Look orientiert sich stark an Lovecraft-Albträumen, Noir-Fiction und dem Jazz des frühen 20. Jahrhunderts. Das Spiel beinhaltet Erkundung, Rätseln, Story, Kämpfen und das vorhin genannte Platforming. Durch die Kombination von Waffen, Dämonenkräften und seiner Umgebung kann verschiedenst gegen Dämonen und Monster vorgegangen werden, die man während seiner Reise antrifft. Wir sind gespannt, wie dieses stylistische 2D-Murder-Mystery-Action-Platforming-Abenteuer so seinen Lauf nimmt, wenn The Last Case of Benedict Fox am 27.04. auf Xbox Series S und X und PC erscheint. Endlich! In der heiß erwartete zweite Teil des wahrscheinlich beliebtesten Star Wars Spiels, abgesehen von Lego, released endlich am 28.04.
Nachdem der erste Teil schon so ein gigantischer Erfolg war, setzen viele SpielerInnen riesige Hoffnungen in dessen Nachfolger. Es können jetzt alle Arten an Lichtschwertern freigeschaltet werden, wie zum Beispiel die Doppellichtschwertklinge oder das markante Schwert mit beiden Aushängen an der Seite, welches auch Kylo Ren führt. Außerdem führt das Spiel, anders als sein Vorgänger, verschiedene Kampfstile ein, welche an den Meditationspunkten beliebig geändert werden können. Dabei können jedoch immer nur 2 Kampfstile gleichzeitig eingesetzt werden, zwischen denen taktisch im Kampf gewechselt werden muss. Durch die Übernahme einiger Souls-Features können Meditationspunkte wie Feuer in Dark Souls zum Reisen und Leveln benutzt werden, jedoch respawnen alle bis dahin getöteten GegnerInnen, bis auf einige Ausnahmen, neu. Als Cal Kestis bereist man, wie im ersten Teil frei, verschiedene Planeten und bekämpft das Imperium. Einer der Main Villains wird wohl der große Inquisitor sein, welcher im ersten Teil zwar erwähnt wurde, jedoch sich nie gezeigt hat. Einige der neuen Gegner werden auch die von den SpielerInnen oft gewünschten Kampfdruiden werden, welche man sonst nur von den Separatisten kannte. Das bisherige Footage lässt vermuten, dass es seinem Vorgänger keine Schande bereiten wird und die Reihe gut fortgesetzt wird, wenn nicht sogar besser. Jedi Survivor erscheint für die Next-Gen-Konsolen und den PC. Das waren einige interessante Spiele, die im April erscheinen. Wir hoffen, es ist auch etwas für euch dabei. Welches Spiel interessiert euch am meisten? Sollte euch gefallen, was wir hier machen? Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns wieder. Bye bye. Tschüss.